Wer wird Weltmeister 2026? Spanien, Frankreich, Brasilien, Argentinien oder vielleicht doch Deutschland? Ja, und das Ganze möchte ich gerne heute herausfinden mit einem Turnierrechner und damit herzlich willkommen auf meinem Kanal Dennis Bayern Arena und zu einem neuen Video. Ja, die WM 2026 steht vor der Tür und hier ein paar Eckdaten für die WM 2026. Ja, das Eröffnungsspiel findet am 11. Juni statt und das Endspiel, das Finalspiel am 19. Juli und findet in 3 Gastgeberländern statt: USA, Mexiko und Kanada. Es ist das erste Mal, dass 48 Teams in 12 Gruppen aufgeteilt werden. Insgesamt werden 104 Spiele ausgetragen. Die Gruppenersten und Gruppenzweiten qualifizieren sich direkt. Und die 8 besten Gruppendritten qualifizieren sich auch für das 16. Finale, was neu eingeführt wurde bei dieser WM. Bei dieser WM in 3 Ländern gibt es insgesamt 16 Austragungsorte, darunter Mexiko-Stadt, New Jersey, New York, Toronto und Los Angeles. Ja, und das war es erstmal mit ein paar Eckdaten zu WM 2026 und ich denke mal, wir starten rein und tippen uns ins WM-Finale. So, und ich habe jetzt erstmal den Turnierrechner von der Kicker-Seite aufgemacht und da werden wir erstmal durch alle Gruppen durchgehen. Wie gesagt, 12 Gruppen bei dieser WM und wir gehen einfach mal von Gruppe A bis L alle Mannschaften durch und wir haben schon auf die Gruppe A. Da ist Mexiko als Gastgeberland dabei, Südkorea, Tschechien und Südafrika. Gruppe B, da haben wir die Schweiz, Kanada, Katar, Bosnien-Herzegowina dabei. In der Gruppe C Brasilien, Marokko, Schottland und Haiti. Gruppe D, die USA als Gastgeberland, Türkei, Australien und Paraguay. Und in der Gruppe E Deutschland, Ecuador, Elfenbeinküste und Curaçao. Die Gruppe F, Niederlande, Japan, Tunesien und Schweden. Gruppe G, Belgien, Iran, Ägypten und Neuseeland. Gruppe H, Spanien, Uruguay, Saudi-Arabien und Kap Verde. Gruppe I mit Frankreich, Senegal, Norwegen und Irak. Gruppe J, Argentinien, Österreich, Algerien und Jordanien. Die Gruppe K, Portugal, Kolumbien, Usbekistan und Demokratische Republik Kongo. Und die letzte Gruppe L, da ist England, Kroatien, Panama und Ghana dabei. Ja, und bei dieser WM 2026 haben wir insgesamt 4 Teams, die das erste Mal dabei sind. Darunter Kap Verde, Usbekistan, Jordanien und Curaçao, der Gegner der deutschen Nationalmannschaft. Ja, und welche Nationalmannschaft ist denn euer Favorit auf dem Weltmeistertitel 2026? Schreibt es mir unten in die Kommentare. So, und ich würde jetzt sagen, wir starten rein ins Tippen und tippen uns bis zum Finale durch und fangen an mit der Gruppe A. Da werde ich mal ein 2:1 für das Gastgeberland tippen und Südkorea gegen Tschechien. Ja, auch schwer zu tippen, finde ich. Generell Südkorea, Tschechien, ich sag mal, das gibt ein 1:1 Unentschieden. Dann haben wir am 2. Spieltag Tschechien gegen Südafrika. Da sage ich, dass die Tschechen mit 2:1 gewinnen gegen Südafrika. Mexiko gegen Südkorea. Das ist für mich auch ein schwer zu tippbares Spiel, finde ich. Dem gebe ich ein 1 oder ein 2:2. Und am 3. Spieltag Tschechien gegen Mexiko. Ein 2:1 für die Mexikaner. Südafrika gegen Südkorea mache ich ein 1:0 für Südkorea. Und somit hätten wir bei 3 Spielen eine Abschlusstabelle. Mexiko 1., Südkorea 2., Tschechien 3. und Südafrika letzter mit 0 Punkten. So, gehen wir rein in Gruppe B. Da haben wir Kanada gegen Bosnien am 1. Spieltag und Katar gegen die Schweiz. Hier haben wir mit Kanada natürlich auch mal wieder ein Gastgeberland, aber Bosnien schätze ich schon etwas stärker ein bei der WM. Ich gebe dem Ganzen mal einen Überraschungssieg für Bosnien-Herzegowina mit 2:1 im Auftaktspiel gegen Kanada. Katar gegen die Schweiz, da ist für mich ein ganz klares 0:3 für die Schweiz. Dann haben wir am 2. Spieltag die Schweiz gegen Bosnien-Herzegowina. Das Spiel wird 1:1 ausgehen. Kanada gegen Katar auch für mich ganz klar ein 2:1. Da gebe ich Katar aber mal ein Tor. Und am 3. Spieltag Schweiz gegen Kanada und Bosnien gegen Katar. Ja, Schweiz gegen Kanada ist schon... Kanada müsste jetzt quasi gewinnen, um noch weiterzukommen, zumindest sich zu qualifizieren. Ich gebe dem Ganzen mal ein 2:2 und Bosnien gewinnt hier auch ganz klar 3:1 gegen Katar. Somit hätten wir eine Abschlusstabelle in der Gruppe B. Bosnien 1., Schweiz 2., Kanada nur 3. mit 4 Punkten und Katar 0 Punkte letzter. Gehen wir rein in die Gruppe C. Auch sehr interessant mit Brasilien und Marokko. Und Schottland darf man wahrscheinlich auch nicht unterschätzen. Hier gebe ich den Ganzen ein 1:1 zwischen Brasilien und Marokko. Und hier gewinnt Schottland mit 2:0. Hier gewinnt Brasilien
mit 3:0 gegen Haiti. Und Schottland gegen Marokko würde ich sagen, dass da die Marokkaner 1:0 gewinnen. Und am dritten Spieltag Schottland gegen Brasilien wird ein knappes 1:2 für Brasilien. Und Marokko gewinnt 3:0 gegen Haiti. Und somit hätten wir hier eine Abschlusstabelle in der Gruppe C. Brasilien erster, Marokko punktgleich auf dem zweiten Platz mit 7 Punkten, Schottland dritter mit 3 Punkten und Haiti letzter. Kommen wir zu Gruppe D und auch zu einem Gastgeberland. USA gegen Paraguay und Australien gegen die Türkei. USA, muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen im Freundschaftsspiel gegen die Deutschen und haben auch nur knapp mit 1:2 verloren. Paraguay kann ich gar nicht so einschätzen. Ich denke mal, dass die USA hier mit 2:1 gewinnen wird und Australien gegen Türkei. Die Türken eigentlich auch gar nicht mal so schlecht dabei. Die gewinnen hier auch 2:1 gegen die Australier. Am zweiten Spieltag Türkei gegen Paraguay gebe ich den Ganzen am 1:1. USA gegen Australien, dort wird es ein 2:1 geben. Und am dritten Spieltag die Türkei gegen die USA und Paraguay gegen Australien. Hier würde ich sagen, dass die Türken sich am Ende wahrscheinlich durchsetzen werden gegen die USA mit 1:0 und Paraguay gegen Australien, sage ich, es wird ein 1:1. Somit hätten wir hier in der Gruppe D eine Tabelle am Ende mit Türkei auf Platz 1 mit 7 Punkten, die USA auf Platz 2 mit 6 Punkten, Paraguay mit 2 Unentschieden auf Platz 3 und Australien mit 1 Punkt. Gruppenletzter. Und kommen wir zur deutschen Gruppe, zur Gruppe E. Die Gegner für Deutschland am ersten Spieltag Curaçao, danach die Elfenbeinküste und am letzten Spieltag die Deutschen gegen Ecuador. Deutschland gegen Curaçao am ersten Spieltag, das wird ein hohes Ergebnis, bin ich der Meinung. Ein 5:0 für die Deutschen. Und Elfenbeinküste, die haben gegen die Franzosen gewonnen mit 2:1. Da kann ich aber nicht einschätzen, weil ich das Spiel nicht gesehen habe, wie stark Elfenbeinküste denn auch in Wirklichkeit ist. Aber man muss auch schon mal gegen die Franzosen gewinnen in einem Freundschaftsspiel vor der WM. Also schätze ich die Elfenbeinküste doch relativ stark ein. Da sage ich, da gibt es ein 3:1 gegen Ecuador. Am zweiten Spieltag dann das direkte Duell Deutschland gegen Elfenbeinküste. Das wird schon schwieriger für die Deutschen werden. Und ich glaube, dass die Deutschen da nicht über ein 1:1 hinauskommen. Und Ecuador gewinnt hier mit 3:1 gegen Curaçao, die aber auch ihr erstes WM-Tor schießen. Und am letzten Spieltag haben wir dann Ecuador gegen Deutschland und Curaçao gegen die Elfenbeinküste. Südamerikanische Mannschaften darf man ja auch nicht unterschätzen. Und ich glaube, das wird auch ein richtig enges Spiel gegen Ecuador. Vielleicht ein Spiel auf Augenhöhe. Und am Ende vielleicht der glücklichere Sieg für die Deutschen. Geben wir dem Ganzen ein 1:2 für Deutschland. Und Curaçao gegen die Elfenbeinküste geben wir dem Ganzen ein 3:0. Sagen wir mal 4:0 für die Elfenbeinküste. Und somit hätten wir eine Abschlusstabelle. Punktgleich die Deutschen mit der Elfenbeinküste mit 7 Punkten. Ecuador auf Platz 3 mit 3 Punkten und Curaçao letzter mit 0 Punkten. Da gehen wir rein in die Gruppe F. Niederlande, Japan, Schweden und Tunesien. Da gebe ich dem Ganzen für die Niederlande ein 2:1 Sieg gegen die Japaner. Schweden gegen Tunesien. Da sage ich ein 1:2 für Tunesien. Am zweiten Spieltag dann die Niederlande gegen Schweden. Das wird auch knapp werden. Da sage ich 1:0 für die Niederländer gegen die Schweden und Tunesien gegen Japan. Das wird auch ein harter Kampf werden und da sage ich, dass Japan mit 2:1 überraschenderweise gewinnt. Und am letzten Spieltag, den dritten Spieltag, Tunesien gegen die Niederlande. Das wird auch ein knappes Spiel. Da sage ich 1:1 unentschieden und Japan gegen Schweden sage ich auch unentschieden. Ein 1:1. Somit hätten wir hier eine Abschlusstabelle. Niederlande auf Platz 1 mit 7 Punkten. Japan Zweiter mit 4 Punkten. Tunesien auch Zweiter mit 4 Punkten und gleiches Torverhältnis. Und Schweden auf Platz 4 mit 1 Punkt. Gehen wir rein in Gruppe G. Da haben wir am ersten Spieltag Belgien, Ägypten, Iran und Neuseeland. Belgien und Ägypten auch schon ein sehr spannendes Spiel am ersten Spieltag, muss ich sagen. Ich tippe mal erstmal Neuseeland gegen Iran und sage da, die Neuseeländer gewinnen mit 2:1 gegen Iran. Und hier würde ich sogar eher für die Belgier gehen mit 2:1 gegen Ägypten. Am zweiten Spieltag gebe ich Belgien ein 3:0 gegen Iran und Ägypten gewinnt das Spiel 3:1 gegen Neuseeland. Am dritten Spieltag Neuseeland gegen Belgien würde ich mit einem 2:1 mitgehen und Ägypten gewinnt gegen Iran 3:1. Und so hätten wir hier in der Gruppe G eine Abschlusstabelle. Belgien erster mit 9 Punkten, ungeschlagen. Ägypten auf Platz 2 mit 6 Punkten, Neuseeland auf dem dritten Platz mit 3 Punkten und Iran letzter. Rein in Gruppe H, Spanien gegen Kap Verde, Saudi-Arabien gegen Uruguay. Ja, Spanien unter anderem wahrscheinlich auch Favorit einiger
mehr Leute. Gegen Kap Verde wird, denke ich mal, ein sicherer 4:0 Sieg für die Spanier. Ja, und Saudi-Arabien gegen Uruguay wird hier ein sicherer Sieg für Uruguay mit 3:0 gegen Saudi-Arabien. Dann am zweiten Spieltag haben wir Spanien gegen Saudi-Arabien. Das wird auch, denke ich mal, ein sicherer Sieg für Spanien mit 3:1 und Uruguay gewinnt das Ding am Ende mit 4:0 gegen Kap Verde. Und am dritten Spieltag haben wir Uruguay gegen Spanien. Das wird, denke ich mal, auch ein knappes Ding und da setze ich mal auf eine Unentschieden auf beiden Mannschaften. Und im letzten Spiel mit den beiden 0 Punkten Kap Verde gegen Saudi-Arabien, da gebe ich Kap Verde mal ein 1:0 gegen Saudi-Arabien. Und somit hätten wir eine Abschlusstabelle in der Gruppe H. Uruguay vor Spanien mit 7 Punkten, Kap Verde auf Platz 3 und Saudi-Arabien auf Platz 4. Weiter geht's mit Gruppe I, wo auch wahrscheinlich viele denken, dass Frankreich mit ein Favorit auf den WM-Titel 2026 ist. Gegner sind auf jeden Fall Senegal, Irak und Norwegen. Gehen wir gleich rein. Das Spiel gegen Senegal, denke ich mal, wird schon fast mit am schwersten sein. Schauen wir mal. Mein Tipp hier in diesem Spiel 3:1 für die Franzosen und Irak gegen Norwegen. Da sage ich mal, es gibt ein 1:1 Unentschieden. Am zweiten Spieltag, da gewinnt Frankreich mit 2:0 gegen den Irak und Norwegen spielt gegen Senegal 1:1 Unentschieden. Am letzten Spieltag dann Norwegen gegen Frankreich und Senegal gegen den Irak. Da gehe ich mit einem 2:1 für die Franzosen gegen Norwegen und Senegal gegen Irak mit einem 2:1. Und hier hätten wir eine Abschlusstabelle in der Gruppe I. Frankreich erster mit 9 Punkten, Senegal zweiter mit 4 Punkten, Norwegen nur auf Platz 3 mit 2 Punkten und Irak letzter mit 1 Punkt. Gruppe J, Argentinien, Algerien, Österreich und Jordanien. Da tippe ich mal auf Argentinien. Sieg am ersten Spieltag 3:2 gegen Algerien und die Österreicher gewinnen auch hier 2:0 gegen Jordanien. Am zweiten Spieltag Argentinien gegen Österreich und Jordanien, Algerien. Da gehe ich mal mit einem Unentschieden einfach mal rein. Argentinien gegen Österreich und Jordanien, Algerien. Da gebe ich Algerien ein 2:0. Und am dritten Spieltag Jordanien gegen Argentinien. Da gehe ich mal von einem 3:1 aus. Und am Ende setzt sich hier für mich die österreichische Nationalmannschaft mit 2:1 durch. So haben wir hier in Gruppe J eine Abschlusstabelle. Argentinien 7 Punkte, Österreich 7 Punkte, Algerien 3 Punkte und Jordanien 0 Punkte. Kommen wir in die vorletzte Gruppe. Gruppe K mit Portugal, Kongo, Usbekistan und Kolumbien. Grüße gehen raus an alle Kolumbianer auf meinem Kanal. Und hier gehe ich mal mit Portugal ein knappes 2:1 gegen Kongo und Usbekistan gegen Kolumbien. Den ganzen gebe ich mal ein 2:0 für Kolumbien. Am zweiten Spieltag haben wir dann Portugal gegen Usbekistan. Da tippe ich auch mal ein 2:0 für die Portugiesen. Und Kolumbien gewinnt hier die Partie mit 1:0 gegen Kongo. Und hier am dritten Spieltag Kolumbien gegen Portugal. Da wird schon etwas knapper werden. Ich denke mal ein 1:1 Unentschieden. Und hier setzt sich am Ende die Demokratische Republik Kongo durch mit 2:1 gegen Usbekistan. Und somit hätten wir eine Abschlusstabelle in der Gruppe K mit Portugal 7 Punkte, Kolumbien 7 Punkte. Auf dem dritten Platz Kongo mit 3 Punkten und letzter Usbekistan. Und die letzte Gruppe L, England, Kroatien, Ghana und Panama. England gegen Kroatien ist auch schon wieder ein Tipp. Ja, das wird relativ schwierig werden. Es wird auch wahrscheinlich eng werden. Ich gehe mal hier mit einem 2:2 rein bei England gegen Kroatien. Und Ghana gegen Panama sage ich ein 2:0. England gegen Ghana am zweiten Spieltag. Da gewinnen die Engländer mit 2:1 gegen Ghana und Kroatien gewinnt hier 3:1 gegen Panama. Ja, und am letzten Spieltag Panama gegen England. Da ist es ein 2:0 für die Engländer und Kroatien gegen Ghana kommt nicht über ein 1:1 hinaus. Und somit haben wir hier in der letzten Gruppe L eine Abschlusstabelle. England erster mit 7 Punkten, Kroatien zweiter mit 5 Punkten, Ghana dritter mit 4 Punkten und Panama letzter mit 0 Punkten. So, daraus ergibt sich nun folgende Partien für das 16. Finale. Und zwar Deutschland gegen Schottland, Frankreich, Tunesien, Südkorea gegen Schweiz, Niederlande, Marokko, Kolumbien, Kroatien, Uruguay gegen Österreich, Türkei gegen Kanada, Belgien gegen Tschechien, Brasilien gegen Japan, Elfenbeinküste gegen Senegal, Mexiko gegen Ecuador, England gegen Kongo, Argentinien gegen Spanien, USA, Ägypten und Bosnien gegen Algerien, Portugal gegen Ghana. Ja, und dann starten wir mal rein ins 16. Finale und zwar Deutschland gegen Schottland. Das wird ein 3:1 für die Deutschen. Frankreich gegen Tunesien. Auch eine sehr spannende Partie. Da sage ich ein 2:1 für die Franzosen. Südkorea gegen die Schweiz. Da tippe ich am Ende auf Südkorea mit 2:1.
1:1. Niederlande gegen Marokko. Da gibt es für mich ein 1:2 für Marokko. Kolumbien gegen Kroatien. Das gab es auch, glaube ich, erst vor einiger Zeit in einem Freundschaftsspiel. Da hatte sich Kroatien durchgesetzt. Das muss noch ein Freundschaftsspiel auf die Vorbereitung für die WM gewesen sein. Ich gehe aber mal hier bei der WM mit Kolumbien 2:1 gegen Kroatien. Uruguay gegen Österreich. Die Nachbarn aus Österreich. Eigentlich auch sehr gut dabei, aber ich glaube, hier ist schon Endstation gegen Uruguay mit 3:1 am Ende. Türkei gegen Kanada im 16. Da wird auch sich ein Team durchsetzen. Ja, ich gehe mal so ein bisschen mit dem Gastgeberland, obwohl ich die Türken vielleicht einen Tick besser einschätze, aber ich glaube, Kanada ein Gastgeberland ist, gebe ich dem Ganzen ein 2:1 für Kanada. Belgien gegen Tschechien, das wird ein 2:0 für die Belgier. Brasilien gegen Japan, das wird lange ein Unentschieden, bis dann zum Schluss noch die Brasilianer zuschlagen mit einem 2:1 gegen die Japaner. Elfenbeinküste gegen Senegal, afrikanisches Duell, da gehe ich mal mit dem Senegal 2:1 gegen die Elfenbeinküste. Mexiko gegen Ecuador, Mittelamerika gegen Südamerika, und zwar tippe ich da auch dort mit einem knappen 1:0 Sieg der Mexikaner gegen Ecuador. England setzt sich hier 3:1 gegen Kongo durch. Und da haben wir ja schon ein richtiges Knallerspiel im 16. Und zwar Argentinien gegen Spanien. Das ist auch sehr, sehr spannend. Ich würde einfach mal sagen, bei einem spannenden Spiel setzen sich die Spanier mit 2:1 am Ende durch. USA gegen Ägypten. Und hier tut es mir leid für den Gastgeber USA. Hier wird Ägypten mit 2:1 gewinnen. Bosnien gegen Algerien. Auch hier, denke ich mal, wird das eine knappe Partie werden. Hier setzt sich Algerien mit 3:2 am Ende durch. Portugal gegen Ghana. Da würde ich sagen, gewinnen die Portugiesen mit 2:1 gegen Ghana. Ja, und somit haben wir jetzt momentan folgende Achtelfinalpartien. Und zwar Deutschland gegen Frankreich, Südkorea gegen Marokko, Kolumbien, Uruguay, Kanada, Belgien, Brasilien, Senegal, Mexiko gegen England, Spanien gegen Ägypten und Algerien gegen Portugal. Ja, und rein ins Achtelfinale. Und zwar Deutschland gegen Frankreich. Und da muss ich leider sagen, Deutschland wird das nicht schaffen. Gewinnen am Ende die Franzosen mit einem 3:2. Es wird ein ordentlicher Kampf werden, aber ich denke mal, die Franzosen werden sich hier am Ende durchsetzen. Marokko gegen Südkorea. Da setzt sich am Ende 2:1 Marokko durch. Südamerikanisches Duell, Kolumbien gegen Uruguay. Und da gehe ich dann doch schon mal mit Uruguay 2:1 am Ende für Uruguay. Ja, und Kanada gegen Belgien, ein 1:2 für Belgien. Und somit das Aus für Kanada im Achtelfinale. Brasilien gegen Senegal, da gibt es ein 2:1 für Brasilien. Mexiko gegen England. Wird das nächste Gastgeberland auch hier ausscheiden? Ich gehe mal hier ganz stark davon aus, dass sich England am Ende mit 3:2 durchsetzt. Nächste Partie, Spanien gegen Ägypten. Da gibt es ein 2:1 für die Spanier gegen Ägypten. Und in der letzten Partie setzt sich Portugal durch gegen Algerien mit 2:1. Ja, und damit sind wir schon im Viertelfinale angekommen. Frankreich gegen Marokko, Uruguay gegen Belgien, Brasilien gegen England und Spanien gegen Portugal. Und fangen wir mit dem ersten Viertelfinale an. Frankreich gegen Marokko. Auch eine sehr interessante Partie, wie ich finde. Hier setzt sich Frankreich mit 2:1 durch. Uruguay gegen Belgien. Da gehe ich mal mit Uruguay. Am Ende ist es für Uruguay ein 2:1 gegen die Belgier. Brasilien gegen England im Viertelfinale. Da gibt es ein 1:3 für die Engländer. Und Spanien schlägt Portugal mit 2:0 am Ende. Ja, und es wird spannender. Wir befinden uns schon im Halbfinale mit folgenden Partien. Frankreich gegen Uruguay, England gegen Spanien. Ja, und ich tippe mal hier einfach mal ein wildes 4:3 nach Verlängerung, nach Elfmeterschießen, wie man es nimmt. Am Ende heißt es 4:3 für Frankreich. Und somit ziehen die Franzosen in das Finale ein. Ja, und wer wird Gegner gegen die Franzosen am Ende? Und zwar bin ich hier einfach mal für Spanien. Die setzen sich gegen England im Halbfinale mit 2:1 durch. Und somit haben wir ein Spiel um Platz 3, Uruguay gegen England, und das Finalspiel Frankreich gegen Spanien. Ja, und ich gebe dem Ganzen hier Uruguay mit dem 2:1 gegen England. Und somit ist Uruguay auf Platz 3 bei der WM 2026. Und das Finalspiel am Ende bei mir, bei meinem Turnierrechner, bei der Weltmeisterschaft
Weltmeisterschaft 2026 Frankreich gegen Spanien. Und hier gebe ich dem Ganzen mal ein tolles 3:2 am Ende für Frankreich mit dem Siegtreffer von Michael Olise. Ja, und am Ende wird bei mir Frankreich Weltmeister 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Wer hätte das gedacht? Ich habe diesen Turnierrechner auch nur einmal wirklich gemacht. Und wer ist denn bei euch rausgekommen? Welcher Weltmeister ist bei euch bei eurem Turnierbaum rausgekommen? Schreibt es mal gerne unten in die Kommentare. Ja, und was sagt ihr zu meinen Tipps? Hättet ihr anders getippt? Schreibt es auch in meinen Kommentaren. Und ja, lasst uns darüber diskutieren. Wer wird bei euch Weltmeister? Wie gehen bei euch die Gruppenphasen aus? Und wer wird Gruppenerster, Gruppenzweiter? Wer kommt ins Halbfinale? Und was denkt ihr überhaupt über die WM 2026? Also schreibt alles unten in die Kommentare rein. Lasst uns diskutieren. Und ja, gerne bei meinem nächsten Video oder bei einem meiner Livestreams mit einschalten. Deutschland gegen Curaçao wird auf jeden Fall am Sonntag Livestream einer Watchparty bei mir übertragen. Und ja, ich wünsche euch ansonsten noch einen schönen Abend. Bis dann. Ciao.